Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Wir sind's, die Piranhas. Und wir haben heute ein Thema mitgebracht. Ja. Weil wir hier Piranha Byken TV machen, genau. Hallo. Wir wollen Spiele durchspielen heute. Ja? Be sure to play through. Ja, was heißt das? Das heißt, dass wir uns Gedanken darüber machen, ne, wie man jemanden dazu bekommt, als Entwickler, ein Spiel durchzuspielen. Ne? Du fängst ein Spiel an und weißt eigentlich schon sofort, als Spieler jetzt, ne, boah, das wird hart, die nächsten 40 Stunden mich da durchzuquälen. Ich weiß nicht, ob ich das durchspielen kann. Und das ist ein Gefühl, das möchten wir gerne vermeiden eigentlich, weil wir sehr viele Sachen ins Spiel einbauen. Ne? Und gerne möchten, dass es auch angenommen wird. Ne? Und ja. Ja, das stimmt. Wäre ganz cool. Aber ich meine, gut, das ist ja so ein Phänomen irgendwie. Auf der einen Seite, wen sprichst du überhaupt damit an mit dem Ding? Ne? Das heißt, wenn du ein Rollenspiel machst, das irgendwie theoretisch irgendwie 100 Stunden gespielt werden könnte, dann ist der Spieler, der das Ding nimmt, auch schon spezieller Spieler. Ne? Also so ein Kurzweil-Mensch, der irgendwie gerne so ein 8-Stunden-Spiel hätte, der kauft das Spiel wahrscheinlich gar nicht erst. Nee, wahrscheinlich aber nicht. Aber die Spieler, die Bock darauf haben, so ein open-worldiges, großes Ding zu spielen, die sollten dann doch eigentlich schon dabei bleiben. Das weiß man aber trotzdem noch nicht, weil die Spiele halt, die Genres miteinander verschwimmen ziemlich mittlerweile. Das heißt, ich weiß ganz genau, konkret, dieses Spiel gibt es auch, ne? Aber man probiert auch mal ein paar Sachen aus, ne? Und zu dem Zweck haben wir mal weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, wie lange brauchst du eigentlich, um zu wissen, ob ein Spiel durchspielbar ist für dich? Also ob du das dann schaffst und sagst, oh, boah, das wäre ein Kandidat, um es durchzuspielen. Und die haben Folgendes gesagt. Ich glaube unter einer halben Stunde tatsächlich. Ich bin relativ schnell wieder raus. Was manchmal dumm ist, weil es gibt Spiele, die muss man länger spielen, um wirklich reinzukommen. Aber da ist schwierig bei mir. Es wird immer weniger. Das ist eine gemeine Frage. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich einfach zu faul bin und auch richtig gute spiele, weil ich selber nicht genug Wadenbeißer bin, links liegen lasse. Aber ich weiß eigentlich sehr schnell, ob mir ein Spiel gut gefällt. Und wenn es mir nicht gut gefällt, würde ich sagen, nach einer halben Stunde lösche ich es wieder. Im Regelfall spiele ich Spiele, glaube ich, durch, wenn ich sie anfasse. Oder zumindest sehr weit. Früher habe ich das mal sehr schnell entschieden, weil ich viel zu viele Spiele in meinem Spielepool habe. Heute bin ich mir aber im Klaren darüber, dass sich das manchmal erst ein bisschen entwickelt. Also 1, 2, 3 Stunden sollte man an so einem Spiel auf jeden Fall dranbleiben, bevor man sagt, das wird nichts oder wird doch. Schwierig. Ich würde behaupten, nicht lange, irgendwie eine Woche. Und wenn ich weiß, wie oft ich es in der Woche angefasst habe, kann ich sehr gut abschätzen, wie oft komme ich noch dazu, wie oft werde ich es anfassen, wie lange brauche ich so für eine Playstation bei dem Titel. Und ja, eine Woche würde ich behaupten. Auf der einen Seite im Stream, da weiß ich eben häufig gar nicht, ob ich es durchspielen darf. Das kann sich vielleicht sogar mal so ein kleines bisschen auch nach einer Quote entscheiden. Wenn man zu lange braucht, weil, keine Ahnung, sind Events zwischen gewesen und ich habe die erste Hälfte des Spiels gezockt und dann vergehen aus irgendwelchen blöden Umständen halt 3, 4 Wochen. Und dann ist keiner der Zuschauer noch in der Story. Und während ich sonst wieder anfangen würde, für mich privat natürlich, und dann da einfach anknüpfe, kann man es dann tatsächlich fast nicht mehr weiterspielen. Geht dir das meistens so, dass du nach 5 Minuten schon weißt, ja, das ist nichts für mich? Kommt drauf an. Ja, das gibt es. Ja. Aber es ist nicht meistens. Nee, das hängt damit zusammen, wie lange ich mich mit diesem Spiel beschäftigt habe, bevor ich es anfange und wie viel ich über dieses Spiel schon weiß. Und damit meine ich Gameplay. Und du als Internet-Junkie weißt natürlich sofort alles über dieses Spiel, weil du dir erstmal alles durchliest, was man sich durchlesen darf, ohne sich zu spoilern. Ja. Ne? So. Ich zum Beispiel, ja, ich gucke mir einen Trailer an und denke mir, wow, nee. Ja, ist nichts für mich, ja. Das weiß ich schon nach 5 Minuten. Okay, das ist ein Actionspiel. Okay, das ist ein Strategiespiel. Das ist ein Autorennspiel. Okay, ja, aber ne, es gibt halt so Dinge, nur weil irgendwie Elfen und Zwerge drin vorkommen, heißt das nicht, dass ich es gerne spiele sofort, ne? So ungefähr, ja. Das ist halt so ein Ding,
Das weiß man aber, wenn man es spielt, eigentlich ziemlich schnell. Ich Ja. würde sagen, nach 5 bis 10 Minuten, wenn man weiß, worauf es hinausläuft, wenn man das Tutorial einmal durchgespielt hat, okay, das sind die Spielmechanismen, das ist die Geschichte, dann weiß es eigentlich schon. Ich glaube, Oder? das hängt an sehr vielen Mechanismen, wie der Entwickler in diesem Fall sein Spiel tatsächlich auch in Szene setzt. Manchmal ist es so, also nehmen wir, oder andersrum, wenn es gut gemacht ist. Wenn es gut gemacht, weißt du es nach 5 Minuten, ob es was für dich ist oder nicht. Wenn es ein gutes Spiel ist, weißt du, ob es was ist für dich oder nicht? Nein. Ach so. Wenn der Einstieg gut gemacht Ach so, ja, dass Also- es dir sagt, was es ist. Genau Ja, das. okay. Ja, das heißt, das Spiel hat die Aufgabe, mich darauf vorzubereiten, was mich erwarten könnte. Und das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Gleichzeitig machen die aber die Grätsche, weil du musst ja nicht nur dem Spieler zeigen, so, das kannst du alles bei uns kriegen, wenn du jetzt weiterspielst, sondern auch, wie funktioniert das Ding eigentlich? Ja, es gibt zum Beispiel Spiele, die haben so ein langwieriges Tutorial, wo du erstmal irgendwie dich durch 3 Bosskämpfe kämpfen musst oder so. Ich fand es sehr schön, Cameo ist ein schönes Beispiel. Cameo ist ein Spiel, das ist eigentlich so ein bisschen Jack und Dexter-like. Da spielst du so eine kleine Elfe. und am Anfang der Einstieg ist total Hölle. Ne, du hast irgendwie voll die Fähigkeiten, musst dich da irgendwie durch Jump'n'Run und Action und irgendwelche Gegner und so. Und dann irgendwie kommt ein Cut und der kommt nicht so schnell. Und dann beginnt eigentlich das Spiel. Dann hast du gar nichts mehr, kannst nichts mehr und dann bist du irgendwie voll die Elfe in so einem grünen Tal und so. Musst erst mal klarkommen. Das ist mal ein Pacing. Und das, also ich glaube, das kann tierisch abschreckend sein, sowas. Aber auch hooken. Also, und dann ist die Balance, also im Grunde genommen haben die nichts anderes gemacht, als zu zeigen, wenn du dieses Spiel durchspielst, wirst du da irgendwann landen. Dann wirst du all diese Fähigkeiten irgendwann mal haben. Action. So, und jetzt nehmen wir dir alles weg und dann hast du erstmal nix. Fängst du erstmal mit dem rostigen Nagel und dem Popolappen an. Das Kuriose an der Geschichte, ich fand's viel spannender, nichts zu haben. Als nachher die ganzen Features mit den Viechern und Ja. so, dann wurde es dann irgendwann too much, ne? Genau. Ja, ich verstehe das, ja. Aber trotzdem war es dann dein Spiel. Hat trotzdem Spaß gemacht. Hat trotzdem Spaß gemacht, Ne? Und ja. irgendwann ist es halt dann musst du die Level spielen und dann geht's nur noch um Skill. Ja. Ja, und dann ist es natürlich, aber das sagt dir das Spiel am Anfang auch. Richtig, ja. So, ne, das ist also, das sagt dir am Anfang, es ist eine Mischung aus dem einen und dem anderen. Eigentlich möchte ich jetzt ein Open-World-Rollenspiel spielen, ist das Gefühl, aber ich muss mich mit diesen ganzen Gameplay- und Jump-and-Run-Sachen auseinandersetzen, so, Ja. ja. Und das ist halt so eine Sache, ja, das kann trügerisch sein, keine Frage. Ja, gut, Also Tutorial ist eine Sache. Ja, Ne? ja. Aber es gibt noch mehr Sachen. Also zum Beispiel, gibt es überhaupt vernünftiges Gameplay, das ich mir vorher angucken kann? Manchmal freut man sich auf ein Spiel, ahnt, was es sein könnte, aber man weiß es nicht. Weil das, was man sieht an Gameplay, verrät einem nicht, wie es sich anfühlt, es zu spielen. Und in so einem Fall musst du es tatsächlich erstmal selber in der Hand haben, um zu entscheiden. Ne, das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Das sind immer so Mischsachen. Ne, wenn im Fall, wenn es irgendwie nur einen CGI-Trailer gab, zum Beispiel, weißt du überhaupt nicht. Irgendwie dann denkst du, juhu, voll geil, das sah super aus, irgendwie spielst irgendwie so ein Strategie-Top-Down. Das möchte ich jetzt zum Beispiel gerade nicht. Aber, ne? Also Erwartungshaltung. Wenn die Erwartungshaltung mich enttäuscht. Das nächste: Was schmeißt mich denn aus dem Spiel? Also was ist der Grund, warum ich aufhöre? Das könnte zum Beispiel sein, also das Gameplay hat mir am Anfang zum Beispiel Spaß gemacht, aber dann ist etwas im Spiel, was ich so kacke finde, dass ich dann nicht mehr weiterspielen möchte. Wenn das Spiel die Spielregeln ändert, wenn das Spiel Figuren tötet, die ich eigentlich cool fand. Wenn ich auf einmal, ne, also wenn irgendetwas in dem Spiel passiert, womit ich jetzt überhaupt nicht einverstanden bin, dann kann es sein, dass ich in dem Punkt aufhöre und dann auf einmal nicht mehr weitermachen will. Drittes Phänomen: der späte Ausstieg. Wie viele Spiele haben wir gespielt, wo wir wirklich lange dran gespielt haben und haben es trotzdem nie durchgespielt? es wird zu schwer. Genau. Es wird zum zu Beispiel. schwer. Es wird irgendwann zu schwer. Das heißt also, diesen Skill, den du dir aneignen musst, um das Spiel durchzuspielen, der reicht nicht aus. Der lässt sich das halbe Spiel irgendwie durchspielen, so, mit Triggerfinger irgendwie die Monster kaputt klicken, ja, klick, 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 klick. Und du hast halt irgendwann das Gefühl, ja gut, ich müsste mal den leichten Schwierigkeitsgrad einstellen.
Möchte man dann jetzt nicht unbedingt so, aber da macht man es dann auch, dann macht man den leichten Schwierigkeitsgrad und dann ist es trotzdem immer noch, boah, das ist für mich ein Downer. Na? Oder zum Beispiel, es wird zu langweilig. Du machst so lange immer dasselbe. Machst immer dasselbe, und durchschaust es auch irgendwann, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast. Ja, und dann weißt du, okay, jetzt muss ich nochmal irgendwie, du weißt ganz genau, und ich glaube, daran liegt das, du weißt ganz genau, was du die nächsten 3 Stunden zu tun hast. Und es passiert nichts Spannendes mehr, kein Twist, kein Turn in der Geschichte oder irgendwas, worauf es hinausläuft, dann hast du auch keinen Bock mehr. Ja. No? Das zieht sich dann wie ein Kaugummi sozusagen. Ja, das stimmt. Ja. Diese Dinge, die weißt du ja am Anfang gar nicht. No? Du weißt die am Anfang nicht. Das heißt, du kannst solche Dinge, die erst später im Spiel passieren, ja gar nicht sagen. Das kannst du dir eigentlich erst denken, dann, wenn du da bist. So, dann weißt du es. Ne? Aber es geht ja um die ersten paar Minuten so. Ne? Wann weißt du, ob das Spiel was für dich ist oder nicht? Es muss zünden. Es muss zünden. Das heißt, ich bin mir sicher, dass ich dieses Spiel durchspielen will. Also ich persönlich immer, wenn die Geschichte spannend ist. Und es gibt halt Spiele, ja, bei denen ist es bis zum Ende, dass du dann irgendwann dein Ziel erreicht hast und das dann auch toll findest. Oder vielleicht auch Zwischenziele, wo du sagst, boah, das ist jetzt so toll, aber der nächste Aspekt, den die aufmachen, der ist so spannend, ja, dass ich auf jeden Fall immer weiterspiele. Aber ich weiß am Anfang, okay, das ist diese Art von Spiel, wo mich die Geschichte hier am Kacken hält, so, ne, dann weiß ich ganz genau, okay, das spiele ich durch. Das möchte ich gerne. Oder sowas wie Red Dead Redemption 2, da weiß ich, okay, die Geschichte wird vermutlich so und so laufen. Das kann man sich dann denken. Ziemlich schnell weiß man das. Aber es ist halt irgendwie so ein Achiever-Ding, weil es sehr wenig Leute gibt, die das tatsächlich irgendwie durchgespielt haben. Ne, wo die sagen, sie haben sich irgendwo verloren. Dann kann es sein, okay, jetzt bin ich mir sicher, ich will dieses Spiel jetzt schaffen. Dieses Spiel fordert mich heraus, ich will das jetzt durchzocken. Und wenn die Hölle gefriert. Und das habe ich dann auch gemacht innerhalb von 85 Stunden die Hauptstory durchgeprügelt. Ne? Das war schon ein ziemlicher Akt. Aber dann ging es mir darum, einfach zu wissen, was passiert jetzt am Ende. So, ne? Ja, und es ist ja auch so ein Ding, lässt mich das Spiel so spielen, wie ich es gerne spielen will. Ne? Das heißt, es gibt Leute, die haben irgendwie stundenlang nur geangelt. Ja. Und hatten dann ihren Spaß damit irgendwie. Ja. Kannst ja auch den Angelsimulator kaufen, aber du kannst auch in Red Dead Redemption 2 einfach stundenlang angeln. Ja, ist schon ein Unterschied, ob ich irgendein Hobbyangler oder ein Cowboy bin, ne, oder? Ja, das stimmt. Cool. Ja, das stimmt. Und solche Sachen, also das heißt, gerade die Spiele, die an anderer Stelle sehr viele Freiheiten haben, da kann man sich halt dann auch mit beschäftigen und fliegt nicht direkt nach einem Tutorial raus. Irgendwie, weiß ich nicht, wenn man nicht durchgespielt hat, fühlt sich das für mich immer so ein bisschen wie eine, ja, weiß ich nicht, eine Niederlage an. Für mich gibt es kein Pile of Shame. Aber in dem Moment, wo ich es angefangen habe zu spielen und mindestens eine gewisse Zeit, 10 bis 20 Stunden investiert habe, kommt es auf einen Pile of Shame. Weil irgendwo ist es so, eigentlich müsstest du das mal durchspielen. Und ich bin jemand, der tatsächlich Safe Games sammelt und irgendwann das Ding nochmal rauskam, so, jetzt bringe ich es zu Ende. Weil das ist für mich eigentlich der eigentliche Pile of Shame. Ja, nicht, dass ich irgendwelche Spiele nochmal durchspielen muss, von denen ich gar nicht weiß, ob sie wirklich was für mich sind oder nicht, weil ich sie noch nicht mal angezockt habe. Ja, aber das ist für mich so ein Ding, ja gut, ich habe es nicht durchgespielt, weil mich irgendwann diese Dinge, die wir gerade alle aufgezählt haben, irgendwann verloren haben in so einem Spiel. Das kann ja passieren. Oder man hat irgendwie 2 Cowboy-Spiele hintereinander, 2 Science-Fiction-Spiele hintereinander, 2 Rollenspiele hintereinander, 2 Shooter hintereinander, 2 gleichartige Dinge, aus welchem Kategorie auch immer, gespielt. Und dann hat man, das ist more of the same. Hat man irgendwie das Gefühl. Auch wenn es ein gänzlich anderes Spiel ist, dann muss man damit aufhören. Und das kommt dann irgendwie so, wo man sagt, okay, ich würde es gerne durchspielen, schaffe ich aber gerade nicht. Und kram es dann irgendwann wieder raus. So geht mir das tatsächlich eher nicht. Ja, das ist richtig. Ja. Das liegt auch daran, dass ich unwahrscheinlich schwer in Spiele wieder reinkomme. Das heißt, in der Regel ist es so, entweder ich schaff's oder ich schaff's nicht. Ja. Wenn ich es nicht schaffe, fasse ich selber wahrscheinlich auch nie wieder an. Und dieses Gefühl, das habe ich nur dann, wenn ich zum Beispiel ein Spiel streame. Deswegen überlege ich mir vorher auch immer ganz genau, was für eine Art Spiel ich überhaupt streamen will, damit ich zumindest sehr wahrscheinlich dieses Spiel dann auch durchspiele, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin das dem Zuschauer schuldig. Ja. Ich habe auch 2 Spiele mal abgebrochen. Das eine
weil es tatsächlich keinen Spaß gemacht hat mehr. Und das andere, weil ich das so anstrengend fand, dass ich gedacht habe, nee, das kannst du nicht machen. Aber sonst eigentlich... Here They Lie, VR zum Beispiel, habe ich abgebrochen. Weil das einfach zu krass ist, da bin ich ehrlich, da bin ich eine Mimi. Ne? Ich kann das gar nicht. Ja, aber es ist nicht so, als wenn ich keinen Horror mag. Horror finde ich schon super, aber das fand ich einfach zu krass. Nee. So, Ja. Ne? The Sinking City spiele ich gerade, ja, und das ist halt es fühlt sich an wie ein H.P. Lovecraft Scotland Yard. Ja, du bist Sherlock Holmes irgendwie, ein ziemlich Typ, der voll am Arsch ist und so und überhaupt nicht mehr richtig aus den Augen gucken kann und so sieht er auch aus, ja, völlig fertig und soll für eine Bevölkerung, die völlig desolat daherkommt, weil die Stadt mal irgendwie untergegangen ist halb und die kommen irgendwie überhaupt nicht mehr klar, irgendwelche Kriminalfälle lösen, wo man sich denkt, meine Fresse, was habt ihr denn alle geraucht? Na? Ich will auch 2. Ja, also es ist so krass und spiele ich dieses Spiel jetzt durch. Ja, ich habe jetzt, die schreiben leider keine Zeit da dran, ne, an ihre Safe Games, aber ich würde mal sagen, so 15 bis 20 Stunden sitze ich an dem Spiel schon, ne? Und würde ich das jetzt durchspielen oder nicht? Ich würde sagen, ja. Obwohl ich eigentlich schon irgendwie weiß, worauf es hinausläuft am Ende des Tages, aber irgendwie auch wieder nicht. Und das Gameplay ist halt so sehr kompliziert. Ne? Man muss selbst Purple auf die Karte klatschen irgendwie und man muss irgendwie so wirklich recherchieren und in Archiven wühlen und machen und tun und so, um irgendwelche Kriminalfälle rauszukriegen und so. Und, Das ist ein interessantes Beispiel, weil gerade bei diesem Spiel kann man es noch nicht zu 100% Nee, es gibt nämlich auch Kampfpassagen dabei, ne? Und dann gibt es auch irgendwie, ich muss mich orientieren, Explorer-Passagen dabei. Ein bisschen Ressourcenmanagement hast du, ja? Du hast einen Skillbaum, den du steigern kannst und so. Es ist nicht nur ein Rätselspiel, nicht nur irgendwelche Typen interviewen, ja? Und einen Tatort zu untersuchen bei dem Spiel ist total interessant. No? Aber diese Dinge, die wiederholen sich halt immer wieder und ich glaube, das ist so ein Spiel, wo man sagt, okay, das ist geil, es ist schwer wieder reinzukommen, obwohl sie sehr gut gemacht haben. Die haben nämlich die ganzen Schritte, die du gemacht hast, immer wieder aufgereiht und du kannst immer wieder sehen, an welcher Stelle du aufgehört hast und dir den Fall, den du gerade bearbeitest, nochmal durchlesen von vorne bis hinten und bist dann ziemlich schnell wieder drin, was du tun musst. Aber trotzdem ist es so, es ist sehr kompliziert, was man machen muss. Das Gameplay ist sehr hakelig, ne? Nicht, dass das schlecht gemacht ist oder so, aber es ist halt irgendwie, du sitzt irgendwie stundenlang davor, was machen jetzt? Ne? Und dann steht er da und guckt sich immer um, hat Schiss vor den Viechern, die da rumhängen, so, ja? Und dann denkst du dir so, ja, okay, aber das ist das Spiel. Spiele ich das jetzt wirklich am Stück? Ich glaube, das ist es. Am Stück, glaube ich, spiele ich es nicht. Ich muss das unterbrechen, glaube ich, ne? Weil diese Art von Spiel halt schon sehr speziell ist. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Abwechslung an einigen Stellen und spiele ich halt irgendwas dazwischen. So, aber ich werde es auf jeden Fall durchspielen, weil es ein tolles Spiel ist. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Na, guck mal nach. Okay, noch eine Frage, die geht eigentlich an dich. Obwohl ich auch was dazu sagen könnte, aber ich lese einfach mal vor. Björn. Ja. Hast du schon mal eine Story oder eine Spielidee gehabt, von der du im ersten Moment total überzeugt warst, aber jemand, Jenny, deine Kollegen oder der Publisher, dem du das präsentiert hast, dann meinte, das ist totaler Käse? Boah. Das heißt, dass ich irgendwas mir gedacht habe, so, das wäre jetzt geil und das war es nicht. Ja? Und hat nicht den Proof of Concept geschafft. Nee, fällt mir gerade nicht so ein. Mir auch nicht. Echt nicht? Nein. Okay, gut. Also Kleinigkeiten bestimmt irgendwie, ne? Also irgendwelche unumsetzbare Sachen oder so. Aber ich habe mich meistens immer an Umsetzbarkeit orientiert. So, ne? Das heißt also, wenn schon irgendwelche blöden Ideen oder so dabei rumkamen oder so, dann habe ich mir meistens mal Gedanken darüber gemacht, kann man die überhaupt umsetzen mit unserem Team. Ne? Genau, also es gibt ja immer irgendwelche Ideen, die man machen kann. Ja. Ne? Zum Beispiel dieses typische irgendwie, was weiß ich, ich möchte jetzt ein Auto haben und damit durch die Spielewelt fahren können oder sowas. Und dann merkst du irgendwie, was das bedeuten würde und wie kaputt du eigentlich das Spiel machen müsstest, damit du das gewährleiten kannst. Auf Drachen reiten. Und dann sagst du, nee, lass ich. Aber Motorrad fahren. Aber die Antwort auf die Frage ist trotzdem nein. Ja. Weil wenn du eine Idee hast, in dem Fall jetzt zum Beispiel du, dann fällt sie durch deine eigene
Kriterienkatalog, wenn Ja. sie schlecht war. Das heißt, du denkst, oh, das könnte man ja machen, prüfst es selber und sagst, nee, kann man nicht. Ja. Und Ideen, die dann übrig bleiben, die du dann auch anderen präsentierst, so dass ich das zu Gesicht bekomme oder irgendwie die anderen oder der Publisher, die sind meistens schon so gut geprüft, dass sie standhalten. Das war seit jeher bei Piranha Bytes so. Das war immer eine Teamentscheidung im Endeffekt. Ne? Und derjenige, der das dann vorgelegt hat, den ersten Entwurf gemacht hat, der musste dann halt durch die entsprechenden Gremien, die bei uns sind, so, ne, um zu gucken, okay, macht das wirklich Sinn, macht das wirklich Spaß am Ende des Tages? Hat das Team überhaupt Bock drauf, sowas zu machen? Das ist das Wichtigste eigentlich. Es muss Spaß machen am Ende des Tages. Ne? Was passiert mit solchen Ideen? Wenn jetzt zum Beispiel ein Grobkonzept schon da ist, dass das Team natürlich zum Beispiel solche Sachen dann noch um eigene Ideen ergänzt oder verändert. Ne, zum Beispiel, ja, das ist schon nicht schlecht, aber du könntest das doch auch so machen irgendwie. Ja, wir haben Truhen, aber wir könnten doch auch hacken. Oder ja, wir haben bla. Und dann wird das nicht so bleiben, wie es am Ursprung war, sondern tatsächlich noch wachsen und mit den Ideen der anderen quasi ausgearbeitet. Das passiert schon, aber dass man es verwirft, ist mir noch nie untergekommen. Ja, wir hoffen, dass die Frage damit beantwortet ist und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es heißt Piranha Becken TV. Bis dann. Macht's gut. Achso. Ich hab's gleich.